Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen, zu einer neuen Mystery-Vlog-Folge hier bei mir auf meinem Channel. Heute ist Gründonnerstag, Ostern steht vor der Tür und ich sehe gerade natürlich eine Bibelverfilmung und machte mir so Gedanken über eure Nachrichten zu meinem Video, was ich vor etwa 3 Wochen hier hochgeladen habe, zu diesem Strange Sound Mysterium. Da ging es um den Knall von Berlin und eben um seltsame Himmelsposaunen, Rauschen am Himmel, Gunschüsse am Himmel. Also ihr habt es ja gesehen, dieses Video, habt es viel kommentiert, habt mir viele Nachrichten, E-Mails geschrieben, auch bei Facebook darüber diskutiert. Und das Thema ist wirklich recht interessant, denn was ihr mir da so geschrieben habt, auch mit euren Erfahrungen, ähm, ist wirklich mysteriös, also dieses Phänomen. Sehr, sehr viele von euch, ihr Lieben, habt auch geschrieben, das hängt wahrscheinlich mit diesem Projekt HAARP zusammen. Das kennen vor allem auch Verschwörungstheoretiker. Das ist eine Institution, eine Anlage, eine Antennenanlage in Alaska. Und dort soll es nicht mit rechten Dingen zugehen. Sie sollen irgendwelche atmosphärischen Versuche dort machen. Einige behaupten sogar, das ist eine Erdbebenwaffe. Zum Beispiel, wenn wir lange zurückdenken, soll sogar Tschernobyl von den USA mit Absicht zerstört worden sein, damals in den 1980er Jahren, eben mit diesem HAARP-Projekt und viele weitere Dinge mehr. Aber, wie ich es sagte, ihr habt oftmals dieses Projekt erwähnt, ob vielleicht hier irgendwelche atmosphärischen Versuche, geheime Experimente der US-Regierung in Alaska stattfinden, die für dieses Summen oder auch dieses Knallen verantwortlich sind. Also es wäre vielleicht möglich, dass es da irgendwelche atmosphärischen Rückstrahlungen gibt, die so etwas auslösen. Natürlich gibt es auch immer wieder Donner von Gewittern, Überschallknalle von Flugzeugen und sowas. Aber ich habe vor einiger Zeit mal gelesen, das ist mir gestern wieder eingefallen, und zwar das habe ich mir aufgeschrieben, der James Cooper. Das ist der Erfinder dieser Reihe der Lederstrumpfbücher mit Cowboy, Indianern und Western. Ein sehr berühmter Schriftsteller, der zahlreiche Bücher veröffentlicht hat und ich glaube 1851 verstorben ist. Und dieser berichtet in einer kleinen Novelle, in einer Kurzgeschichte mit den Namen The Lake Gun, über eine ganz interessante Sache. Und zwar berichtet er dort, dass er im Bundesstaat New York, das ist im Nordosten der USA, nahe an den großen Seen, dort eine Reise unternahm und rätselhaftes Knallen vernommen hat. Dieses Knallen beschrieb er wie Knallen einer riesigen Artillerie und es wäre, so behauptet es der Autor Cooper, es wäre mit den gängigen Naturgesetzen, mit den gängigen bekannten Naturgesetzen nicht vereinbar. Das Interessante dabei ist, das ist jetzt über 160 Jahre her, als er das dort erlebt hat, an dem See, der heute einfach The Gunsee heißt, The Sound Sea, habe ich auch schon gelesen, eine Bezeichnung dafür. Die offizielle Bezeichnung ist, das habe ich mir aufgeschrieben, der Senisa-See. Das ist ein dortiges ehemaliges Indianervolk. Aber interessant ist, dass diese Soundphänomene an diesem See, dieses Knallen, dieses Boom und dieser Artilleriesound bis zum heutigen Tage in der Region dieses Sees und benachbarter Seen auch immer wieder gehört wird. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, um an den Anfang wieder zurückzukommen, was ich sagte, das HAARP-Projekt in Alaska gab es vor 160 Jahren noch gar nicht. Wie ist also das zu erklären, dass es offenbar oder scheinbar schon seltsame Himmelsposaunen, Himmelssounds, die sich die damaligen Menschen nicht erklären konnten, schon damals eben gegeben hat? Da können wir nicht sagen, das sind irgendwelche Geheimprojekte oder Überschallflieger der US Air Force oder anderer Luftwaffen. Das finde ich auch schon wieder sehr komisch. Es war, wie gesagt, es wurde 1850 veröffentlicht, dieser Text, The Lake Gun, und
naja, da war noch nichts mit irgendwelchen Hochtechnologien und irgendwelchen Überschallfliegern. Deshalb würde ich mal meine Frage an euch richten, ihr Lieben. Postet mir mal unten drunter. Was denkt ihr? Könnte da wieder irgendein anderes Phänomen gemeint worden sein, was der Cooper da erlebt hat und was heute auch noch die dortigen Bewohner erleben? Oder ist das alles auch mit irgendwelchen Geheimprojekten verbunden? Wir müssen ja, wie gesagt, immer da bedenken, dass es 160 Jahre her ist. Tja, ich selber habe bis heute noch keine Erklärung gefunden, auch wenn ich dank eurer zahlreichen Zuschriften viele interessante Gedankengänge erfahren habe. Aber ich bin gespannt auf eure Meinung, was da vor 160 Jahren der James Cooper da erlebt hat. Und dann gebt mir ein Like, verbreitet mein Video. Und ich wünsche euch super schöne Ostertage und verabschiede mich jetzt mal in ein langes Wochenende vielleicht. Also, bis zur nächsten Folge. Euer Lars. Tschüss.